Nächste Sprintrennen in der Saison in Österreich und wir starten von der 1. Wir haben ein herausragendes Qualifying gefahren für dieses Sprintrennen hier und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir in diesem Sprintrennen hier abliefern und ob wir überhaupt abliefern. Das wäre natürlich sehr, sehr geil, wenn wir einen Start-Zielsieg holen, dann von der 1 auch im richtigen Rennen starten. Aber ich sehe gerade, das Getriebe macht wahrscheinlich Probleme. 62%, da muss ich natürlich gucken, ob ich das überhaupt wechseln darf, dann noch fürs Rennen. Das wäre natürlich ideal. Jetzt haben wir erstmal Hamilton und Leclerc hinter uns. Erste Kurve, ja, sind alle bislang halt durchgekommen. Ist eine schöne Strecke, ich mag Österreich. Aha, apropos, unfallfrei. Gab es noch eine kleine Rangelei da in Kurve 3. Aber wir machen das schon, das Wetter passt. Zumindest hier im Sprintrennen. Ich glaube, dass es auch im richtigen Rennen dann trocken bleiben wird. Und dann ist eigentlich alles angerichtet für das nächste erfolgreiche Rennen. Vielleicht sogar eins, wo wir dann gewinnen werden. Ist ja nicht so, dass wir in Kanada auch gewonnen hätten im Regen. Und die letzten Strecken generell eigentlich gut abgeliefert haben. Wir starten jetzt nämlich so eine kleine Europareise. Das heißt unsere Europareise. Da ist unter anderem Österreich, Ungarn mit dabei, Belgien, Italien, also Monza. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das sind Strecken dabei, die ich gut fahren kann. Eine Strecke, da will ich auch noch meinen Frieden mitschließen mit Ungarn. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Ob ich das diese Saison vielleicht schaffe, wird sich dann auch mal zeigen. Aber momentan kann ich das Feld trotz nicht ganz fitten Getriebes eigentlich gut dominieren. Weil die anderen, Achtung, nicht drehen, weil die anderen noch nicht so viel Druck machen. Aber da ich mit der ist, glaube ich, wird zumindest Hamilton mal versuchen, einen Angriff zu starten. Aber jeden Punkt, den wir hier mehr holen, den Verstappen zum Beispiel nicht holt, den Perez auch nicht holt, das bringt uns dann träumerischerweise ein bisschen näher ran an den WM-Titel. Obwohl da sind wir, wenn überhaupt, noch ein ganzes Stück weit weg. Aber wenn das so weitergeht von den Platzierungen her, warum nicht? Irgendwann wird es halt diesen Wechsel geben an der Spitze. Irgendwann sind die Punkteunterschiede auch nicht mehr aufzuholen. So, hier mit ERS auf der langen Geraden, weil die kriegen jetzt DRS in der dritten Runde. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Und das ist halt das Gefährliche für uns, weil halt unser Getriebe schon wieder 60% Verschleiß hat. Aber da haben wir ja noch einige Stufen, die wir vorher benutzen können, bevor ich das komplett austauschen muss. So, hier gut durchkommen, Lenkrad wieder gerade und möglichst nicht drehen. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Hamilton, oh, er fährt gar nicht auf der Ideallinie. Kommt auch bislang hier nicht ran im Sprintrennen. Ist bislang sehr, sehr gut. Auch der Start wieder. Das ist wirklich diesmal wohl ein Spiel, in dem die Starts auch sehr gut gelingen, wo sie vielleicht auch ein bisschen was dran verändert haben. Habe ich so das Gefühl, weil ich war sonst nie so gut bei den Starts. Gerade wenn ich so an den Anfang denke von Haas in unserer Road to Glory, aber gut, da war unser Auto auch noch nicht so gut. Das hat sich jetzt auch geändert. Achtung, hier gibt es auch leicht eine Zeitstrafe. Hier genauso, wenn man nämlich die Strecken verlässt. Hamilton mit einer 1,6 natürlich, DRS, die haben alles zusätzliches km/h. Hier gab es auch diese ganz vielen Strafen, ne, in Kurve, was ist das, 9 oder 10? Da gab es auch hinterher noch ganz, ganz viele Veränderungen in den Top 10. Von den Punkten her. So, jetzt könnte es schon mal enger werden. Jetzt ist Hamilton nämlich eigentlich normalerweise so nah dran, dass er es theoretisch versuchen könnte, aber er schafft es nicht. Und dann gibt es einen kleinen Abstand nach Sergio Perez und dann kommt Lando Norris. Ich hoffe, dass der diesmal das Auto heile lässt. Und zur Abwechslung darf er dann auch gerne mal wieder ins Ziel reinfahren, dass er auch mal wieder ein paar Punkte holt. Ansonsten, ich bin hier echt wirklich der Alleinunterhalter. Apropos Alleinunterhalter, Hamilton wird gleich was dagegen haben. Der Abschnitt ist ja auch eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man hier auch problemlos durchkommt, muss man auch eigentlich, bevor man dann auf die lange Startzielgerade hier fährt. Aber Hamilton ist jetzt dran. Der wird es spätestens jetzt oben nach Kurve 3 versuchen. Leclerc, Russell und Perez auch noch dahinter. Verstappen ist auf die 6 gefallen.
So, auch eigentlich ganz gut genommen, aber DRS ist halt hier das Problem. Wobei, bis die aus dem Quark kommen, Mit dem Benzin noch aus. bin ich eigentlich schon wieder weg. Der Abschnitt hier, das war auch so öfter mal ein Problem. Diese Stelle im Training, da habe ich mich auch ein, zwei Mal fast gedreht. Aber da holt die KI halt leider auch ein bisschen auf. Jetzt biegen wir gleich ein in die letzte Runde. Dann haben wir auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, eine Top-5-Platzierung. Aber ich will natürlich Erster werden. Die letzte Runde des Rennens. Wenn ich jetzt schon mal Erster bin und das hier über 6 Runden, dann will ich auch das Sprintrennen gewinnen. Auch wenn mein Getriebe jetzt an die 70% kratzt. Verstappen und Sergio Perez streiten sich nochmal. Jetzt holt Hamilton nochmal ein bisschen was aus sich raus. Der kommt da angeflogen, aber wird jetzt nochmal spannend. Das wird nochmal richtig heiß, vor allem hier jetzt in der DRS-Zone. Da könnte nochmal einiges passieren, obwohl, ja, nee, er kommt zwar ran. Vorne die Nase wackelt hin und her, die darf auch gerne wackeln. Aber dann auch nicht viel mehr. Hier nochmal eine kleine brenzlige Stelle. Und dann dürfte das doch eigentlich reichen, oder? Es sei denn, hier macht er jetzt nochmal irgendwelche Döniken. Achtung, Hamilton versucht's rechts, versucht's links. Ne, ich mache links zu. Ich versuche zumindest. Bisschen abzukürzen. Achtung, keine Zeitstrafe. Dann haben wir das gut überstanden. Nicht dagegen. Sprintrennen gewonnen. Sehr, sehr gut. Und auch die Pole Position fürs Rennen. Gemacht. Tolles Finish. Du hast dich verbessert und das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Nach diesem Sprintrennen steht die Startaufstellung für das große Rennen morgen fest. Seien Sie auch dann wieder mit dabei, denn es wird mit Sicherheit ein großartiges Rennen. Ziemlich souverän, wie wir das dann zu Ende gefahren haben. In der letzten Runde wird es natürlich noch ein bisschen spannender, aber im Prinzip haben wir das relativ gut hinbekommen. Das war so der erste Teil. Erster Platz schon mal 8 Punkte. Jetzt gilt es, das auch im richtigen Rennen umzusetzen, weil wir könnten ja durchaus Russell überholen in der Rangliste. Leclerc noch nicht, aber zumindest an Russell vorbei. Das wäre doch nicht so verkehrt. Wir kriegen wieder eine kleine Challenge from last to first, denn ich habe das Getriebe ausgewechselt, einfach aufgrund der Tatsache, dass es schon bei 70% war. Und damit wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht ins Rennen reingehen. Jetzt habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass ich Letzter werde, sondern dass ich einfach nur 10 Plätze oder so verliere. Aber es ist wohl dann doch mehr geworden, als ich gedacht hätte. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen. 18 Runden Zeit. Und das haben wir ja schon einmal geschafft. Warum nicht noch ein zweites Mal? From last to first. Nach der ersten Kurve schon mal 6 Plätze gewonnen. Damit war natürlich nicht zu rechnen. Achtung, oh, wie ich hier einlenke. Ich fahre hier Harakiri und verursache gleich mal einen Unfall wahrscheinlich. 12. Platz bislang hinter Albon. Aber gut, auf der anderen Seite, was hätte ich machen sollen? Wenn ich jetzt mit 70% Getriebe Schaden, sag ich mal, gefahren wäre, das hätte sich natürlich auch an meiner Leistung ausgewirkt. Ich habe gedacht, ich kriege vielleicht 5 Platzstrafe, 5 Gridstrafe oder so, oder 10 maximal, aber gleich 22, das ist natürlich schon heftig. Hätte ich das, glaube ich, vor dem Sprintrennen ausgetauscht, wäre das kein Problem gewesen. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Aber ich weiß auch, dass wir das können, weil wir jetzt allein in der ersten Runde schon mal 9 Plätze aufgeholt haben. Und wir jetzt auch gut dabei sind, Lance Stroll noch zu überholen auf der langen Geraden. Also glatt mal 10 Plätze gut gemacht. Da gibt es die lilane Flagge, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Lila Flagge. Das kann ich jetzt leider nicht erkennen. Experten unter euch werden wissen, was es ist. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt Achtung, vorne Alonso Sainz. Wo kann ich mich hier mit einreihen? Ja. Gibt es eine Kollision. Mein Frontflügel bleibt heile. Krieg ich eine Verwarnung? Fahr nicht so aggressiv. Wir wollen keine Plätze wegen einer Strafe verlieren. Ach Quatsch, werden wir schon nicht. Wir sind jetzt nämlich schon 7. Sergio Perez ist jetzt der nächste. Norris ist mal 5. Was steht denn da auf diesen lila Schildern?
Also klar, blau weiß ich, das ist, dass die langsameren Autos Platz machen sollen für die schnelleren. Gelb ist Safety Car, das ist auch klar. Rot ist Rennstopp, aber was ist lila? Oder ist das ein Bug? Weiß ich nicht. Na, oder vielleicht irgendwas Vorhergesehenes, was das Spiel noch gar nicht weiß. Ich lasse mich sehr, sehr überraschen. Aber wir sind 7. Sehr, sehr schön. Also haben wir unseren, ich möchte mal Betriebsunfall nennen, innerhalb von wenigen Runden wieder wettgemacht. Und jetzt haben wir auch noch DRS, also besser kann es eigentlich gar nicht laufen auf dieser sehr, sehr kurzen Strecke, wo auch theoretisch eine Bestzeit von 1,2, 1,1 wahrscheinlich, aber das nur für die E-Sportler möglich ist. Achtung, Sergio Perez oben. Vielleicht, wenn ich hier früher wieder Gas gebe, ist das so eine Möglichkeit. Vielleicht ist das auch schnellster Sektor. Aber warum sollten das die anderen auch mitbekommen? Gut, jetzt sind die Schilder aus. Aber das war einfach ein Hinweis, dass DRS noch nicht aktiviert ist. Vorsicht gegen Perez hier. Ja, gut gemacht. Und jetzt McLaren auf Platz 5 und 6. Und das Interessante, dass wir beiden hier auf Softs unterwegs sind. Vorne, weiß ich nicht. Verstappen hat zumindest Mediums. Und wenn die anderen davor natürlich auch noch Mediums hätten, das wäre überragend. Dann darf ich nur nicht die Boxeneinfahrt verpassen. Achtung, und nicht hier gegenfahren. Russell mit einer 1,7 und wir jetzt mit der schnellsten Rundenzeit 1,7,2,1,4. Überragend. Achtung. Nicht Norris hier drehen. Und schön den Frontflügel heile lassen. Die 4 da vorne, die geben sich auch richtig. Oben in der ersten Kurve. Leclerc ist auch auf Softs unterwegs. Vorsicht, Norris. Oh, das ist ganz eng. Guck mal, machen wir auch einfach wieder Trick 17. Zack, wieder gestoßen. Und wir kriegen nochmal DRS, weil wir hinter ihm waren. Perfekt. Jetzt wird Norris aber von den anderen da hinten gecatcht. Naja. Kann ich nicht ändern. So, wer ist denn jetzt vorne? Hamilton oder Russell? Auf jeden Fall ist Verstappen auch auf Mediums unterwegs. Das ist auch alles vielleicht gut für uns. Bleiben dann vielleicht ein bisschen länger drinne. Dann können wir ein bisschen Zeit rausfahren. Alles so rein spekulativ. Vorsicht hier der Curb. Also hat sich doch zu dem rasanten Rennen hier entwickelt. Vom letzten auf dem ersten Platz, das wäre ja wie gesagt etwas. Und wir sind auch von den anderen gar nicht so weit weg. Also wir haben schon richtig gut Speed drauf. Beim Antrieb sind wir auch das schnellste Team. Dafür leider bei Chassis und Aerodynamik, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber beim Antrieb auf der 1. Was wäre gewesen, wenn wir echt schon mit dem frischen Getriebe vom Rennstart hier weggefahren wären? Dann wären wir vielleicht schon ein paar Sekunden vor, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Hinten gibt es schon mal eine größere Lücke. Da zwischen einem Haas und einem Alpha. Ja, und so wie ich das erkennen kann, haben die da vorne auch beide Mediums, zumindest der zweite. Beim ersten konnte ich es nicht so gut erkennen, aber der Zweitplatzierte muss auch Mediums haben. Ja, der hat kurz gestaubt, hier auch aufpassen. Lässt sich aber alles ganz geschmeidig hier fahren, muss ich sagen. Ah, DRS kriege ich, jawohl, Leclerc. 0,8 Sekunden. Das heißt, ich entferne mich auch weiter von Sergio Perez. Das läuft bislang richtig gut. Auch die Abmischung hier zwischen DRS und ERS, das klappt eigentlich relativ sehr gut. Sehr gut klappt das, streicht das relativ. Jetzt vorne Hamilton gegen Russell. Und Hamilton oder Russell oder Verstappen oder Leclerc oder gar keiner. Dürfte Hamilton jetzt machen, der kriegt DRS. Da ist es ganz, ganz eng. Versucht auf der Innenbahn. Genauso wie wir. Oh, bisschen riskant, bisschen gestupst. Hamilton ist ebenfalls auf Mediums unterwegs. Und dann wird es Russell wahrscheinlich auch sein. Oder hat der wieder Softs? Das müssen wir jetzt noch herausfinden. Indem wir einmal Verstappen überholen, dass wir mal gucken können. Mitten im Konzert der Großen hier. Ich werde Welk. Sieht auch nach Mediums aus. Vorne. Achtung, jetzt könnte es die erste Strafe geben. Nein, gibt's nicht. Da ist die 4 aber ganz schön großzügig. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit mir
Kilometer fahren. So, und jetzt wieder das Duell hier. Wahnsinn, in 4-Kampf, 5-Kampf um die ersten Plätze. Das ist sehr, sehr geil, wenn es so in echt mal sein würde. Aber leider dominiert Verstappen ja Rennen für Rennen. Jetzt vorne wieder Hamilton gegen Russell. Das wird ganz eng. Und Russell ist auch auf Mediums unterwegs. Also beide Mercedes. Achtung. Grüne Flagge. Kleiner Unfall, kleiner Dreher. Nein, nicht schon wieder Norris. Oh, da scheint es irgendwo zu rauchen. Nein, es ist ein Aston Martin. Diesmal Achtung. Und Fernando Alonso ist ausgeschieden. Diesmal nicht Norris. Diesmal hat es mal ein anderes Team erwischt. Ein Aston Martin. Alonso raus aus dem Rennen. Natürlich mit Motorschaden, ne? Was auch sonst. Vergessen die immer ihre Motoren zu wechseln oder fahren die das bis zum Schluss aus? Verstehe ich nicht. Liegt das vielleicht auch an der KI-Stärke? I don't know. Also wir haben mit Leclerc halt echt einen Vorteil, würde ich sagen. Wobei Vorteil weiß ich nicht unbedingt, aber wir gehen halt eine Runde früher rein. Und zwar jetzt oder... Nee, nächste Runde dann. Nächste Runde ist es dann soweit. Wir können auch hier weiterhin gut Speed machen. Vorne Russell wird jetzt mehr und mehr Probleme kriegen. Und wir haben auch schon Vorsprung vor Leclerc und Verstappen. Also das läuft wirklich besser und besser, Rennen für Rennen. Achtung, vorne wieder. Und wenn zwei Mercedes sich streiten, freut sich vielleicht ein McLaren. Jetzt vielleicht, da steht der Alonso. Hinter Hamilton, das wird eng. Ja, ich will es eigentlich nicht riskieren, aber ich mach's. Ich riskiere alles. Alles für den Sieg hier, jawohl. Schön innen eingelenkt. Mann, das wären in echt, wären das Szenen hier. Würden mir alle zu Füßen liegen. So, wir sind Zweiter. Unsere Mission vom Last to First ist in Arbeit. Wer hätte das gedacht, aber wir sind natürlich auch am Start wieder durch alle Autos hindurchgeflogen. Das ging ja wirklich wie das Messer durch die Butter. So easy peasy. So, jetzt aber easy peasy Boxengasse. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Wenn wir da natürlich vor den Mercedes sein könnten, die auf Mediums, das wäre natürlich hammermäßig. Vor Verstappen haben wir schon 3,5 Sekunden, 3,7. Oha, der hat sich mit Leclerc da ganz schön in der Wolle. Was versucht Russell denn da? Versucht er hier Trick 17, aber das hat er jetzt spätestens verkackt. Das bezahlt er jetzt spätestens mit dem ersten Platz hier. Ah, das wird knapp. Ja, doch, aber reicht. Vorsicht, wenn er jetzt nicht mich kreuzt hier auf die Ideallinie. Ah, er kommt aber nochmal. Er will es wissen. Ich muss Platz lassen. Ansonsten landen wir beide... Achtung! Sonst landen wir beide im Kiesbett. Und das war halt diese Stelle da oben, ne? Da, wo ich ein bisschen schwächer auch bin. Wo ich nicht ganz so die Kurve bekommen habe. Aber gut, ist nun mal so. Jetzt gehen wir mal in die Boxengasse rein. Ohne Russell, aber mit Hamilton dafür. Achtung! Rechtzeitig bremsen. Ja, das sieht doch besser aus. Nicht so wie in Spanien, wo wir einmal vorbeigefahren sind. Naja. So, jetzt muss er schneller sein, sonst kommt Hamilton vor uns raus. Das wäre semi-optimal. Komm, komm, komm. Schneller Boxenstopp wäre wichtig. Losfahren, losfahren. Nein, und wir sind hinter Hamilton. Aber warum? Wir sind doch schneller fertig als er. Das verstehe ich nicht. Wir waren schneller fertig und wir schaffen es nicht. Naja, egal. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Verstehe ich trotzdem nicht. Das ist ein bisschen schade, aber gut, werde ich wahrscheinlich auch nicht verstehen. Wir haben Guanyu vorne als Wingman. Hinter uns Nick de Vries. Der jetzt ausgeschieden ist, glaube ich, ne? Dafür fährt ja Daniel Ricciardo die restlichen Rennen. So, Hamilton ist schon vorbei an Guanyu. Das muss ich genauso machen. Okay, du bist in den Top 10. Und jetzt natürlich Hamilton auf den Softs. Der hat die etwas besseren Reifen. Einmal hier innen vorbeigezogen. So, und jetzt aufgepasst. Jetzt machen wir es besser hoffentlich gegen Hamilton als gegen Russell. Achtung, Hamilton. Ja, der will seinen Platz natürlich auch nicht kampflos hergeben, aber wir hier ganz eng innen vorbei. Natürlich mit viel Risiko gepaart. Ja, auf die anderen kann ich jetzt erstmal nicht hoffen. Lando kommt an die Box. Lando an der Box. So, was das Thema Wingman und so weiter betrifft, da kann ich jetzt leider nicht drauf hoffen. Jetzt habe ich halt Hamilton hinter mir, das ist halt echt doof. Oder ich muss auf Russell auch hoffen. Der jetzt vorne schon wieder rausfährt. Das wird jetzt ganz spannend.
Erste Kurve, da kommt Russell raus, ganz, ganz spannend und wir sind, ja, ganz knapp vor den beiden Mercedes. Oha, die jetzt im Doppelpack. Oh nein, ich werde attackiert. Von links und von rechts, da kommt der eine vorbei. Das wird jetzt witzig. Da freue ich mich drauf, die letzten 7 Runden nochmal. Ein Dreikampf mit den beiden Sternen hier. Dahinter Verstappen hat schon 4 Sekunden Rückstand. Hat auch noch nichts zu heißen. Der kann auch noch mal die letzten Runden ein bisschen mehr Gas geben. Aber das ist wichtig, dass wir die... Gut, aus dem DRS-Fenster werden wir die nicht raushalten. Die pushen sich dann gegenseitig. Daher werde ich immer Nachteil haben. Wo ist denn mein Wingman eigentlich? Wo ist denn mein Teamkollege? Da gibt es einen nächsten Ausfall oder was? Nee. Ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Ja, jetzt ist Russell nämlich Zweiter. Die tauscht den ziemlich schön hin und her. Und der schnellere von beiden wird dann halt am Ende nochmal versuchen, mich zu überholen. Jetzt gehen wir ins letzte Drittel. Verstappen mit einer 1,7. 2,03. Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Der Russell wird jetzt spätestens an mir vorbeiziehen. Ich mach schon mal hier in die Bahn auf. Zieh dann rüber. Das halte ich aber noch nicht 6 Runden durch. Das halte ich nicht 6 Runden durch. Dafür ist das halt auch hier in Sektor 2 ein bisschen zu kritisch. Und wenn ich halt auch teilweise die Kurven wieder so nehme, wie ich sie nehme, also wenn das halbwegs gut im Rahmen bleibt, dann ist auf jeden Fall ein Podium möglich. Nach Startplatz 20 wäre das auf jeden Fall ein Spitzenergebnis. Aber ich will natürlich auch gewinnen, so ist es nicht. Und am Ende des Tages, da kann ich mich halt nur selber schlagen. Aber vom Gesamtpaket her bin ich halt leider noch nicht so stark wie die anderen. Nur Antrieb reicht nicht. Damit sogar eine 1,7201. Aber Russell eine 1,7114, also nochmal ein bisschen schneller. Klar, durch DRS. Das ist logisch und der kommt schon wieder. Jetzt ziehe ich rüber wieder. Nicht unfair oder gefährlich, das ist ja regelkonform, ne? Wenn ich früher auf der Ideallinie bin vor der Kurve, da muss er sich orientieren, glaube ich. So war doch immer die Abmachung. Aber Verstappen und Sergio Perez, also Red Bull, die performen seit ein paar Rennen auch überhaupt nicht mehr. Also die lassen so viele Plätze liegen und so viele Punkte. Und das jetzt nicht nur, weil sie ihre Teile auswechseln. Die fahren auch so generell nicht so dominant, wie man es sonst zumindest von Verstappen erwarten würde. Perez soll erstmal zusehen, dass er sich in echt wieder mal für Q2 qualifiziert. Da ist er jetzt 3-mal hintereinander ausgeschieden in Q1, habe ich so mitbekommen. Das geht natürlich auch nicht. Achtung, Russell kommt. Ja, dreh mich nicht. Ich sehe nur den roten Pfeil und ich denke mir, bitte nicht. Aber er hat zurückgezogen. Verstappen kämpft mit seinem Kollegen. Hamilton kämpft mit seinem Kollegen. Und alle kämpfen sie gegen mich. Achtung, hier wieder Rad an Rad. Hamilton jetzt 1 Sekunde hinten. Ja, das ist gut. Wenn die sich da behaken, vielleicht auch manchmal in die Wolle kriegen, wo der eine dann mal zurückziehen muss oder der andere oder beide, dann ist das gut für mich. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, das heißt also, es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. DRS wird Hamilton jetzt erstmal vielleicht nicht kriegen. Gegenüber uns. Oh, das hier klappt auch ganz gut. Den Bandenblock lasse ich da stehen und ja, er kriegt keinen DRS. Also Russell, gönn dir. Aber ist natürlich auch schlecht für uns dann. Aber Abstand haben wir geschaffen, das ist gut. Da muss also oben irgendwas passiert sein in der Kurve. Müssen sich behakt haben oder so, keine Ahnung. Dass Hamilton auf einmal langsamer geworden ist. Beide fast zeitgleich, ey. Das ist sehr interessant zu sehen.
Solange ich mich da raushalte, fast 2 Sekunden. Also da muss auch wieder irgendwas sein. Oder vielleicht ist das auch eine Stelle, wo ich jetzt halt besser bin. Weil die beiden sich halt behaken. Das würde ich sonst auch mal behaupten, dass das mit einer der Gründe ist. Und hier kann ich dann schön ERS geben, obwohl ich nur 10% habe, aber diese 10% nehme ich dann voll mit. Fast 2 Sekunden schon der Vorsprung, also ich muss das gleich mal beobachten, wie das oben in Kurve 3 ist. Das erscheint mir jetzt schon sehr viel. Und ich habe ja eigentlich nicht viel zum Verteidigen. Ich habe das ein bisschen ERS, aber wahrscheinlich ist es hier dann in Kurve 3, wo sie sich dann beide behaken. Da, ja, wo der eine vielleicht ein bisschen mehr zurückziehen muss. Und schon sind wir bei 2,5 Sekunden. Also es wird pro Runde fast eine halbe Sekunde schneller. Das ist Wahnsinn. So, Leclerc und Sergio Perez, die sind auch schon weg. 5 Sekunden, 7,5 Sekunden. Sehr dominantes Rennen jetzt. Jetzt konnten wir uns ein bisschen Vorsprung wirklich erfahren. Also die letzten 3 Runden ist Kurve 3 unser Freund. Das habe ich jetzt so als Schlüsselstandpunkt mal einfach ausgemacht, weil da verlieren die beiden immer. Guck mal, 3,1 Sekunden. Auch in Kurve 1, die ist ja auch nicht so breit. Da werden sie auch wahrscheinlich sich behaken. Der eine gönnt dem anderen halt auch nichts. Und hier oben erst recht nicht. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, zwischen Verstappen und Perez ist das auch interessant. Da geht es auch sekündlich eigentlich hin und her. Aber wir haben halt jetzt nur noch eine Runde. Und dann fahren wir hier den nächsten Sieg ein, rücken weiter an die anderen dran. Überholen auf jeden Fall, ja, Russell, weiß ich nicht. Das könnte von den Punkten her auch eng werden, weil der hat noch die schnellste Rundenzeit. Aber wir kommen auf jeden Fall näher ran. Wir verlieren nicht an Punkten. Und dann haben wir unsere Challenge geschafft. Wieder mal. From last to first. Mit neuem Getriebe. Die anderen Teile muss ich dann natürlich jetzt mal vorher austauschen, dass ich da keine weitere Platzierungsstrafe kriege. Letzte Runde. Aber die genießen wir jetzt nochmal. Dann wäre es ein perfektes Wochenende. Sieg im Sprint. Sogar die Pole Position im Sprint. Dann im richtigen Rennen die Pole Position. Und der Vorsprung, das hat mich wirklich beunruhigt. Als hätte irgendeiner mit dem Finger geschnippt und irgendeinen Schalter umgelegt vom einen auf das andere Mal. Stiegen sie die Sekunden, die Abstände. Das ist Wahnsinn. Jetzt sind sie fast schon nicht mehr zu sehen. Also das wird ein sehr, sehr ungefährdeter Sieg dann am Ende. Zwischendurch natürlich mit Spannung, so wie es sein soll. Aber am Ende, da trennt sich dann halt auch die Spreu vom Weizen. Da zeigt sich die Klasse hier wahrscheinlich. Und halt auch, dass gutes Fahren belohnt wird. Dass unser Auto eine gute Entwicklung nimmt und immer weiter nach oben steigt. Letzte Kurve, keine Zeitstrafe. Alles super, perfekt. Nächster Sieg hier in Österreich. Ein perfektes Rennwochenende. Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so. Wir sehen glückliche Gesichter an der Boxenmauer nach diesem phänomenalen Sieg hier in Spielberg. Und das mit Recht. Das war eine brillante Leistung vom ganzen Team. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Schlüssel war wohl einfach die Qualität des fahrerischen Könnens. Oder ich meine, wie oft hat er denn insgesamt überholt? Ich bin mir sicher, dass irgendwer mitgezählt hat. Und es war wunderschön anzuschauen, findest du nicht auch? Das ist ein strategischer Sport. Aber es ist immer sehr aufregend, harte Kämpfe auf der Strecke zu sehen. Genau das wollen die Fans.
Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze. Aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Für mich ist das heute der Glückspilz. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Also ich glaube, manche Bilder sprechen einfach für sich. Von der 20 auf die 1, Hamilton eine Position nach unten gefallen. Es ist auch keiner ausgeschieden. Sonst war eigentlich alles human. Ach doch, Alonso. Habe ich völlig vergessen. Motorschaden in der, weiß nicht, so ziemlich am Anfang, 4., 5. Runde müsste das sein. Norris holt auch immerhin mal 4 Punkte. Dann im Rennen insgesamt holt er 6 Punkte. Das heißt, für die Rangliste, wir sind 4. Überholen also George Russell. Sind nur noch 30 Punkte hinter Sergio Perez. Das ist nichts. Leclerc, Verstappen, Russell ist eigentlich auch noch nah dran. Hamilton auch. Also vielleicht wird es ja dieses Mal wirklich spannend, ja? Bei unserer Sprint to Glory hatten wir das ja auch, dass wir dann am Ende nur noch 2 Fahrer hatten. Vielleicht haben wir ja wirklich bis zum Schluss diesmal 3, 4, 5 Fahrer, die um die Weltmeisterschaft kämpfen. Hier sind wir auch noch immer gut mit dabei. 4. Platz, das ist alles im Soll. Wie gesagt, ein rundum perfektes Rennwochenende. Auch ganz wichtig, endlich mal volle Haken hier. 6 Stück hatte ich, glaube ich, selten gegen Carlos Sainz, 6:2. Auch wichtig hier diese Rivalität, immer mal gewinnen. Ja, immer mal zeigen, wer den größeren hier hat. Mal so ein bisschen auf die Kacke hauen. Und dann sind wir schon bei Rennen Nummer 11 angelangt. Und das müsste Ungarn schon sein oder Frankreich, Belgien. Gibt mir irgendwas. Silverstone, auch nicht schlecht. Silverstone, auch eine schöne Strecke. Auch ein Highspeed-Kurs. Da können wir auf jeden Fall mithalten. Und jetzt werde ich, glaube ich, vor dem Quali-Ding auf jeden Fall meine ganzen Teile austauschen. Also Training fahre ich noch durch. Aber ich kann nicht zwischen Qualifying und Rennen die Sachen verändern. Da ist so da wird sogar die Gesetzesstelle angezeigt im Buch in der Regel. Laut der Parc-Fermé-Regeln darf man das dann nicht und so weiter und so fort. Aber wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja typisch englisches Wetter, Regen mit dabei. Ah ne, auch Sonnenschein, sehr schön. Bleiben wir erstmal vom Regen hier verschont. Entwicklung abgeschlossen. Alles soweit positiv. Wir sind orange und sind insgesamt 5. Schauen wir mal drauf. Jawohl. Haben wir hier vielleicht ein paar Teile? Ja, freigeschaltet. Da haben wir was freigeschaltet. Da haben wir was freigeschaltet. Wie sieht es hier aus? Da sind wir unten. Chassis sind wir 4. Antrieb. Warte mal. Klar sind wir mit bisschen Abstand sogar auf der 1 vor Aston Martin, Ferrari. Schaut euch mal Red Bull an. Die sind so scheiße beim Antrieb, dass die jetzt auch zurzeit vielleicht nicht um die Weltmeisterschaft unbedingt mitfahren. So gefühlt. Wir machen jetzt einmal weiter hier. Wir setzen mal die nächsten Upgrades. Warte mal. Die Radkappen machen wir nochmal und das war's dann. Ich lasse mir das immer vorschlagen, weil ich habe hier sowieso wenig Ahnung von, dass ich mir halt einfach helfen lasse. Aston Martin ist 3. Das überrascht mich dieses Jahr auch. Die sind wirklich, wirklich stark. Red Bull 2. Mercedes auf der 1. Und von daher sieht das hier auch noch ganz schön eng aus. Wo haben wir es denn hier? Seht euch an. Bleibt dabei, lasst ein Like da, kostenloses Abo, Glocke aktivieren, um die nächsten Rennen nicht zu verpassen. Das geht wirklich heiß und hoch her. In Silverstone, Ungarn sowieso, Belgien, Niederlande, Italien kann ich eigentlich fahren. Und wir haben noch Katar als ganz neue Strecke. Da bin ich auch sehr gespannt. Und Las Vegas. Also noch 2 neue Strecken, solltet ihr nicht verpassen. Macht's gut, wir sehen uns. Ciao, ciao.